Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Dieses Mal habe ich vor, euch zwei Deko-Ideen mit Tulpen im Glas zu zeigen. Ja, und mein erstes Glas hat jetzt in meinem Fall eine Höhe von in etwa 18 cm und der Durchmesser beträgt ca. 20 cm. Ja, und ich werde jetzt mal als erstes damit beginnen und diesen Ast hier mit einer 2 Meter langen Drahtlichterkette umwickeln. Ich muss jetzt allerdings auch noch darauf achten, dass ich meine Drahtlichterkette hier nicht zu weit unten befestige, weil in mein Glas kommt später ja auch noch Wasser hinein. Es gibt aber auch Drahtlichterketten, die halt im Wasser platziert werden können, aber das ist jetzt bei meiner definitiv nicht der Fall und von daher einfach mit einplanen, dass in dem Glas auch noch Wasser mit vorhanden ist. Ne? Nicht, dass da im schlimmsten Fall irgendwas schief geht und mein Ast, der wird jetzt mit der Lichterkette so grob umwickelt werden. Ach, im Übrigen ist das jetzt ein Ast von einer Pfennigbuche. Ihr könnt dafür aber auch natürlich andere Äste oder Zweige verwenden, wenn ihr jetzt solche nicht zur Verfügung haben solltet. So, das Batteriefach, das lege ich mir einfach hinter mein Glas. Und dann werde ich mal als nächstes meine Tulpen anschneiden. Das sind jetzt hier 2 Bund Tulpen. Da habe ich noch 1 Bund Tulpen. Ich werde aber noch mehr, ich glaube, ein paar Tulpen aufheben. Und beim Schneiden der Tulpen, also ich kann es euch auch nicht sagen, was da richtig oder falsch ist. Die einen sagen, man soll die Tulpen schräg anschneiden, andere sagen, ist egal. Ich persönlich vergesse es sowieso total oft, die halt so schräg anzuschneiden. Man sagt aber, ja, oder was heißt man sagt aber, die Wasseraufnahme beim schräg anschneiden soll halt noch besser sein, als wenn man die gerade anschneidet. Ich werde das jetzt einfach mal so machen. Ich werde das eine Bund schräg anschneiden und das andere schneide ich einfach zack so gerade ab. Und am wichtigsten beim Anschneiden der Tulpen ist aber letzten Endes, würde ich jetzt mal behaupten, dass ihr ein scharfes Schneidewerkzeug verwendet. Ich nehme immer Scheren, die sind auch für das Ikebana geeignet, also für japanische Blumenarrangements. Und von daher sind meine Scheren immer messerscharf. Oder ihr nehmt halt ein scharfes Messer. Weil das Schlimmste, was man bei den Tulpen machen kann, man schneidet sie mit was Stumpfem. Und dann würde man das hier alles so, ich sag mal, zerquetschen und dann können sie halt das Wasser mehr schlecht als recht aufnehmen. Also ich würde jetzt sagen, am allerwichtigsten ist es, dass man die Tulpen halt mit einem scharfen Werkzeug schneidet. Aber ja, mal gucken, vielleicht sehe ich da ja im Laufe der Zeit irgendwie einen Unterschied. Ich will jetzt meine Tulpen auch gar nicht zu kurz haben. Zwischenzeitlich halte ich die an mein Glas auch mal an. Kann auch gut möglich sein, dass die nachher noch, wenn ich das Ganze weiter erstelle, dann wollte ich jetzt sagen, ja, dass ich die noch kürzer schneiden werde. Aber ich bin mal gespannt, ob man da vielleicht einen Unterschied erkennen kann. Ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, wichtig ist, was Scharfes zum Schneiden verwenden. So, die untersten Blätter, die nehme ich immer weg. Kommt aber auch immer darauf an, was ich gerne haben möchte. Kann auch sein, dass ich die hier auch noch wegnehmen werde. Ich weiß es noch nicht. Viele Ideen, die entstehen auch erst im Laufe des Prozesses, beziehungsweise die Feinarbeiten. Und was wollte ich jetzt noch erzählen? Ja, Blätter vorsichtig entfernen. Nicht, dass ihr euch das hier aus Versehen abbrecht. Passiert mir auch manchmal. Vielleicht jetzt auch gleich, man weiß es noch nicht. Irgendwas wollte ich jetzt noch sagen. Nee, fällt mir jetzt nicht ein. Nee, ich habe es vergessen. Ja, und da hinten ist jetzt noch Schleierkraut. Wird gleich auch noch zurechtgeschnitten werden. Das kommt hier nämlich mit in mein Glas hinein. Und ja. Ach, mir ist jetzt gerade noch mal eingefallen, was ich euch erzählen wollte. Plant bei den Tulpen auch immer mit ein, ja, dass die auch noch mal ein gutes Stück nach oben hin wegwachsen. Bei mir ist das immer in etwa bis zu diesem Punkt hier. Deswegen, wenn ihr die jetzt einen Tacken zu kurz geschnitten haben solltet, ist das nicht so schlimm, weil die wachsen ja auch noch mal etwas in die Höhe. So, ihr kommt mal eben beiseite. Und dann ist jetzt als nächstes mein Schleierkraut dran, beziehungsweise wir könnten das Glas schon mal hier hinstellen. Ich muss mal gleich die Kameraperspektive überblicken, Quatsch, kontrollieren, ob das noch im Bild ist. Und bevor ich es noch vergesse, fülle ich mal etwas Wasser hinein. Die Tulpen mögen es allerdings nicht, wenn sie zu tief im Wasser stehen. Ich versuche das immer so in etwa, ja, ich sag mal, maximal so. Und bei den Tulpen immer darauf achten, dass da auch ausreichend Wasser vorhanden ist, weil die Tulpen sind auch kleine Trinker.
Also man wundert sich schon, wie viel Wasser die immer aufnehmen. So, schauen wir mal. Ich glaube, da kann gleich noch etwas Wasser eingefüllt werden. Ich guck mal. Ja, ich muss mir eben noch mal Nachschub holen. Dann kann ich euch aber schon mal erzählen, wie ich das Schleierkraut schneiden werde. Ich halte das hier erst einmal an. Nehme auch wieder meine Schere fürs Ikebana. Schneide es mal ab. Habe ich jetzt auch mal leicht schräg gemacht. Und guck mal. Okidoki, das passt jetzt soweit. Oder ich kürze es mir noch mehr ein. Ich würde aber jetzt vorzugsweise erstmal das Schleierkraut einarbeiten und dann halt die Tulpen. Ich werde dann auch mal in der Videobeschreibung eintragen, ob mir bei den Tulpen jetzt irgendwie ein Unterschied aufgefallen ist. Also ob die einen Tulpen halt länger halten als die anderen. Aber letzten Endes halten die Tulpen bei mir in der Wohnung immer zwischen 8 und 10 Tagen. Ich denke, das ist ein ganz guter Schnitt für Tulpen. Und man kann das Ganze ja dann immer wieder mit neuen Tulpen dekorieren. Und ich finde auch, wenn das Schleierkraut im Laufe der Zeit mal eingetrocknet ist, dann sieht das auch immer noch richtig klasse aus. Das würde ich dann erst vielleicht in einem Monat austauschen oder wenn man halt beim Schleierkraut bemerken sollte, das Ganze ist hier unten ein bisschen am Modern. Aber man kann es dann trotz alledem beiseite packen und dann für Trockenblumengestecke aufheben. So, jetzt muss ich hier mal gleich mein zweites Glas hinzuholen. Und eventuell mache ich noch eine dritte Dekoration mit Tulpen. Ich weiß es noch nicht. Von daher habe ich mir mal 3 Tulpen beiseite gelegt, aber das entscheide ich erst nachher. Mein zweites Glas hat jetzt in meinem Fall in etwa eine Höhe von 25 cm und der Durchmesser beträgt ca. 14 cm. Ja, und dann befinden sich jetzt weitere Materialien auf meinem Arbeitstisch. Das hier sind Weidenkätzchenzweige, Eukalyptus und dann halt noch ein Bund Tulpen. Ich werde jetzt als erstes mal die Weidenkätzchenzweige einarbeiten, dann kommt der Eukalyptus und zum Schluss die Tulpen, welche ich allerdings auch noch anschneiden muss. Da mache ich das auch mal gleich gemischt, ne? Einfach mal gerade, einfach mal schräg anschneiden. Die Weidenkätzchenzweige, Eukalyptus und auch die Tulpen halte ich hier an mein Glas erst einmal an und dann schneide ich sie mir zurecht und, was man nicht vergessen sollte, auch mal Wasser einfüllen in so ein Glas. Ist sonst ein bisschen blöd, ne? Wenn man das erst später macht oder im schlimmsten Fall sogar vergisst. Ich weiß nicht, kann man sowas vergessen? Keine Ahnung. Und bei den Weidenkätzchenzweigen wollte ich euch noch was zeigen. Die sind ja jetzt in meinem Fall sehr lang, ne? Das ist jetzt auch nicht mehr im Bild zu sehen. Aber man kann die auch folgendermaßen schneiden. So knapp über so einem Puschel abschneiden, dann hat man halt auch wieder ein schöneres Ende. Aber ich muss jetzt ja mal eben selber in Ruhe mal anhalten. Ich will die jetzt auch nicht zu lang haben, aber auch nicht zu kurz. Und ich will natürlich hier auch nicht so viel Material verschwenden. Achtet nur auch darauf, dass diese Puschel hier nicht komplett im Wasser sind, weil die würden dann auch anfangen zu vergammeln. Ja, ich glaube, die Länge ist ganz gut, aber ich muss das Kamerabild nochmal überprüfen. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt noch richtig sehen könnt. Das sieht so kein Mensch, dass man das da oben abgeschnitten hat. Da müsste man schon sehr, sehr pingelig sein. Ach, beim Eukalyptus natürlich auch darauf achten, dass hier keine Blätter im Wasser stehen. Ich hatte meine Weidenzweige jetzt auch nachträglich noch mal ein bisschen kürzer geschnitten. Die waren jetzt doch einen Tacken zu lang für mich.
Mir ist jetzt leider das passiert, was ich vorhin noch erwähnt hatte. Leider ist mir eine Tulpe halt abgeknickt, aber sowas kann halt bei mir auch passieren. Die lege ich jetzt beiseite für mein drittes Tulpenprojekt. Beziehungsweise ich sollte das hier vielleicht auch erstmal abschneiden, nicht, dass das Ganze hier noch schlimmer wird. Kommst mal hier hin. Eine kann aber dann jetzt wiederum in das Glas da hinten hinein, weil ich arbeite lieber mit ungeraden Zahlen. Ihr werdet gleich sehen, was ich erstellen möchte. Und ja, noch mehr werde ich an diesem Glas auch nicht einarbeiten. Der Schwerpunkt liegt hierbei halt mehr beim Eukalyptus und auch bei den Weidenkätzchenzweigen. Jetzt wollte es mir gerade erst nicht einfallen. Und die Tulpen kann man ja im Laufe der Zeit immer wieder ganz entspannt austauschen. Ist jetzt auch der Grund, warum ich die nur so am Rand eingearbeitet habe. Als letztes werde ich ein Ikebana erstellen, also ein japanisches Blumenarrangement. Ja, und meine Schale hat jetzt einen Durchmesser von 20 cm. Die Höhe beträgt 4 cm. Ich habe da jetzt schon etwas Wasser eingefüllt, aber das wird nicht reichen. Ich muss da nachher noch etwas einfüllen, wenn das an Ort und Stelle steht. Das geht hier letzten Endes um das Transportieren, sonst wird mir das nämlich alles überschwappen. Und das hier ist ein Kenzan. Einige kennen die auch unter dem Namen Steckigel, ne? So kann man die auch nennen. Und so viel kann ich euch jetzt ehrlich gesagt noch nicht zum Ikebana erklären. Das wäre jetzt hier anmaßend, das alles erklären zu wollen. Es gibt halt so ein paar Grundelemente. Weniger ist mehr beim Ikebana. Dann arbeitet man mit einem, ja, ich sag mal, mit einem ganz langen Element. Das symbolisiert dann den Himmel. Dann kürzt man die nächsten Elemente auf die Hälfte von dieser Länge, also von diesem Zweig hier. Das symbolisiert dann die Menschen. Und die ganz kurzen Elemente im unteren Bereich symbolisieren die Erde. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig gesagt. Hat halt viel mit Minimalismus zu tun. Wirklich weniger ist mehr beim Ikebana. Das ist hier im Übrigen ein Magnolienzweig. Hier die 3 Tulpen und Schleierkraut. Aber ich kann da jetzt ehrlich noch nicht so viel zu erzählen zu dem Thema. Man arbeitet da auch mehr mit asymmetrischen Formen. Und in diesen Kenzan oder Steckigel kann man die Sachen dann hineinarbeiten oder hineinstecken. Kann man auch bei Blumenvasen verwenden, so ein Kenzan. Aber ich mache das jetzt hier wirklich im Zeitrafferformat, bevor ich euch hier aus Versehen was Falsches erzähle. Das hat auch einen spirituellen Hintergrund, das japanische Ikebana. Aber wie bereits erwähnt, ich weiß, ich wiederhole mich jetzt hier gerade. Das wäre jetzt in meinem Fall echt hier anmaßend, Gott weiß was hier darüber zu erzählen. Und dann ist das letzten Endes alles falsch. Man muss halt versuchen, das Ganze so in Harmonie hinzubekommen. Da gibt es auch viele Richtlinien, wie man es hinstellen kann, wenn links, rechts ein Fenster ist. Oder was hat man für einen Hintergrund. Das wäre jetzt echt too much. Noch mehr werde ich jetzt bei meinem Ikebana nicht einarbeiten und behaltet beim Ikebana einfach im Hinterkopf, weniger ist mehr. Wie üblich findet ihr nochmal alle benötigten Materialien in der Videobeschreibung. Ja, und ansonsten werde ich mich jetzt auch mal an dieser Stelle bei euch verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut, eure Pink Peach. Bye!